Hallo ihr Lieben, willkommen zu diesem Video und der großen Frage im Human Design, die alle beutelt, vor allem die Generatoren. Was ist der Unterschied zwischen einem Generator, einem reinen Generator und einem manifestierenden Generator, einem MG? Und ich kann es auch verstehen, als ich vor 11 Jahren mein Human Design Experiment und mein Studium auch begonnen habe. Da war ich auch ganz neugierig und konnte es nicht verstehen. Ach übrigens, mein Name ist Angelina Fabian. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Manche von euch kennen mich ja schon, manche vielleicht noch nicht. Mein Name ist Angelina Fabian. Ich bin Human Design Analystin, Guide und auch Lehrerin, zertifiziert von der Internationalen Human Design Schule. Ich bin in meinem Human Design Experiment zu dem Moment, wo das Video ausgestrahlt wird oder veröffentlicht wird bei YouTube im 11. Jahr und ich studiere das auch so lange, also das 11. Jahr. Und es ist ein wahrer Segen für mich, Human Design in meinem privaten und in meinem Businessleben. Also, die Jackpot-Frage. Was ist der Unterschied zwischen Generator und manifestierenden Generator? Und auch da, es gibt Menschen, die Human Design sich auf die Fahnen schreiben, aber nicht Human Design, das offizielle Human Design machen und sich ausgedacht haben, dass der manifestierende Generator der 5. Typ ist. Das stimmt nicht. Das ist regelrecht nicht wahr. Es geht beim Generator um seine Strategie und Autorität. Und diese sind beim reinen Generator und beim manifestierenden Generator identisch. Es geht ja um den Typ. Und an den Typ ist seine Aurafeld gekoppelt und an den Typ ist seine Strategie gekoppelt. Und weil es die gleiche Strategie und die gleiche Autorität ist, ist es kein anderer Typ. Aurisch, mechanisch ist es kein anderer Typ. Es gibt nur 4 Typen im Human Design: Generator, Projektor, Manifestor, Reflektor. Und wir haben zum Beispiel auch vom Projektor verschiedene Variationen. Wir nennen sie aber nicht, dass das verschiedene Typen sind. Wir haben den klassischen Projektor, wir haben den mentalen Projektor, wir haben den Energieprojektor. Das ist einfach eine kleine Differenzierung beim Projektor, aber es ist kein anderer Typ, weil sie haben alle die identische genetische Strategie und identische genetische Aura-Mechanik. Deswegen ist es kein anderer Typ, sowohl beim Projektor als auch beim Generator. Genauso wie es beim Manifestor einen Milzmanifestor oder einen emotionalen Manifestor gibt. Wobei bei den Projektoren gibt es schon die meiste Vielfalt. Der Projektor sehr komplex. Und alles ist ein Manifestor, weil er die gleiche Aura hat und die gleiche Strategie hat. Also sich da auch nicht verwirren lassen und wirklich gucken, wo kommt die Information her. Und generell in dieser Überinformation in unserem Zeitalter, da gibt's viel Information und vieles Bullshit, egal in welchem Bereich. Das heißt, auch da nicht so naiv sein, sondern nach Strategie und Autorität wirklich diese ganzen Informationen navigieren. Das heißt, der reine Generator, und jetzt gucken wir erstmal in die Mechanik. Und das wird man gleich in der Grafik auch daneben, die meine Assistentin gleich einblendet, wird man gleich sehen. Also, der reine Generator von seiner Mechanik her hat zwar das Sakral definiert, also diese rote Box, den Vortex des Lebens. Ohne diesen gäbe es nichts auf diesem Planeten, keine Babys, keine Kopulation, kein Leben, keine Krankenhäuser, kein gar nichts, ja, keine Schulen. Keine Diskos, keine Haute Cuisine. Das heißt regelrecht, das ist der pulsierende Vortex des Lebens, das Leben kreiert auf diesem Planeten. Und das hat der Generator definiert. Es ist rot, deswegen diese rote Box, sobald es definiert ist, haben wir direkt einen Generator. Und der reine Generator hat keinen der 4 Motoren im Human Design mit der Kehle definiert. Das ist das, was ihn mechanisch zum Generator macht. Er hat vielleicht die Kehle definiert als Projektor-Split zum Beispiel, ja, wo er ein Split im Design hat, das heißt, sich Ajna und Kehle definiert, aber abgesplittet von seiner Bauchstimme, dann ist er, obwohl er eine Kehle definiert hat, aber sein Sakral oder das Ego oder der Solarplexus oder die Wurzel keinen direkten oder indirekten Zugang zur Kehle haben, ist er ein Generator. Normalerweise erkläre ich diese Dinge in meinen Kursen in der Tiefe, dass das behandeln wir im LYD. Wenn du übrigens Interesse hast, um dein Fundament im Human Design wirklich basierend auf dem originalen Human Design, was wirklich badass ist und tatsächlich funktioniert, aufzustocken, aufzubauen, dann
findest du hier Informationen, wann meine Kurse sind, sei es LYD, was ein Selbsterfahrungskurs ist, was aber auch die Voraussetzung ist für alle weiteren Ausbildungskurse und meine Rave Cartography Kurse und meine Analysten-Ausbildungskurse, die schon vorbereitet werden. Genau. Wenn du mehr fundierten Input haben möchtest, dann findest du hier Infos und auch auf meiner Seite den Link findest du hier. Das heißt, wir haben gerade geklärt, was die Mechanik des reinen Generators ist. Nun siehst du hier mein Chart. Ich bin ein manifestierender Generator und das kann man wunderbar als Beispiel nehmen, weil was macht ein manifestierenden Generator zum manifestierenden Generator? Eines seiner Motoren, entweder Sakral oder Wurzel oder Solarplexus oder Ego, sind verbunden mit der Kehle, entweder direkt oder auf Umwegen. Und man kann in meinem Chart sehen, mein Sakral ist direkt verbunden über 2034 mit der Kehle. Das macht mich zum MG, zum manifestierenden Generator aufgrund der Mechanik. Meine Wurzel aber ist auch verbunden mit dem Sakral. Das heißt, auch das Wurzelzentrum, das ist ein Motor, ist verbunden über das Sakral, indirekt über das Sakral mit der Kehle, was mich wieder zum MG macht. Und dann gucken wir auf diese Seite, hier haben wir den Solarplexus und er ist über einen manifestierenden Kanal mit der Kehle verbunden, was mich wieder zum MG macht. Und dann haben wir auch das Ego, mein Big Fat Ego, das ich wertschätze, das sehr loyal ist, wenn man weiß, wie man mich behandelt, wenn man mich respektiert. Das Ego ist weder gut noch schlecht. Es ist eine Mechanik. Natürlich hat es seinen Schatten und es hat aber auch seine wunderschöne Funktion. Vielleicht mache ich demnächst mal ein Video dazu, über das Missverständnis des Egos und wo ich wirklich ja ein Stück weit mein Herz, mein Ego an Bord ist, wirklich die ganzen Ego-Menschen, die unterdrückt werden, die manipuliert werden, die bekämpft werden, die gefürchtet werden, die auch ein bisschen mehr zu ermächtigen. Und übrigens findet ihr auch regelmäßigen Input hier in Instagram. Da habe ich auch schon mal was über das Big Fat Ego geschrieben. Genau, aber das heißt, mein Ego ist auch indirekt, ja, es hat nicht direkt eine Verbindung, zum Beispiel über 2145 mit der Kehle, was mich auch zum MG machen würde, sondern es hat eine Verbindung aus dem Ego über den Solarplexus zur Kehle. Das heißt, all meine 4 Motoren, deswegen habe ich eine große Klappe im Human Design, all meine 4 Motoren sind verbunden, entweder direkt oder indirekt mit meiner Kehle. Deswegen ist meine Stimme immer sehr laut, sehr intensiv und sehr tief. Auch für eine Frau habe ich eine relativ tiefe Stimme. Das liegt einfach, dass ich all diese Motorpower habe, die man in der Stimme hört. Man hört meine Wurzel, man hört mein Sakral, man hört mein Big Fat Ego, was ich liebe. Man hört aber auch meine Emotionalität und natürlich die unterschiedlichen Nuancen. Deswegen meine ich, habe eine große Klappe nach meinem Design, einfach weil so viel Energie als Einfachdefinition wirklich zur Kehle fließt, ununterbrochen. Und eben auch 4 Motoren. Ich sage immer, ich habe eine Rakete im Hintern oder Kaffee fließt durch meine Adern. Ich vertrage überhaupt keine Form von Koffein, selbst ein bisschen Schokolade. Es ist schon so viel, zu viel Reiz für mein System, weil ich habe 4 Motoren. Und ich bin sehr dankbar für mein Design. Es hat seine Schatten, offensichtlich. Jedes Design hat seine Schatten. Und wenn ich mental mein Design nutzen würde, mental als MG durch die Welt navigieren würde, oh, davon kann ich ein Liedchen singen. Und wie hat mein Lehrer, mein Analyst, der dann mein Lehrer geworden ist, der hat gesagt, Angelina, der hat auf Englisch gesagt, you're running from one pitfall to the other. Das heißt, du rennst von einer Falle in die nächste und du hast es sehr eilig, das zu tun. Und ich, ich habe geheult bei meiner Analyse, weil ich mich so gesehen gefühlt habe, wie noch nie in meinem Leben, von niemand anderem, von keinem System. Und deswegen hat mein Big Fat Ego, das ist unser Herz, mein Herzblut ist im Human Design. Ich lebe es, ich experimentiere damit seit, ja, es ist das 11. Jahr und ich teile es in meinen Analysen auf Social Media und ich unterrichte es mittlerweile, weil es wirklich wunderschön ist. Es ist wunderschön, sich selbst kennenzulernen. Das heißt, wir haben jetzt den Unterschied. Hier, ich bin sehr abstrakt. Hölzchen, Stöckchen und ich lande woanders. Ich habe sehr wenig logische Aktivierungen in meinem Design, mit Ausnahme von Tor 62 und das ist noch unbewusst. Das heißt, ich bin ausschweifend, wenn ich etwas erkläre mit vielen Metaphern und Bildern und
streue noch meine Geschichtchen mitten ein. Ja, das ist abstrakte Definition. Das heißt, wir haben den Unterschied. Was unterscheidet den Generator von MG, wir haben uns gerade die Mechanik angeguckt, sind bestimmte Qualitäten. Der Generator, ja, und es ist nicht besser, das eine ist nicht besser oder schlechter, es ist anders. Das ist das, was ich in Human Design lebe. Es zelebriert die Individualität und zelebriert die Differenziertheit, statt zu sagen, ja, das ist scheiße und das ist scheiße und das sollte man ändern. Sondern es geht darum, seine wunderschöne, perfekte Natur kennenzulernen und die zu leben. Das heißt, was sie identisch haben, ist die Teddybär-Aura und ihre Strategie. Und da gibt's auch wenig Infos, weil jedes Mal, wenn ein Generator zu mir kommt und sagt, ja, ich weiß, ich soll reagieren. Und dann teste ich und die wenigsten reagieren und schnallen nicht mal, was ihre Bauchstimme ist und wie sie nutzen und was tatsächlich reagieren bedeutet, weil sie immer noch entweder durch Missinformation oder durch Verständnis der Information, die korrekt ist, denken, sie müssen das immer noch mental herausfinden, was ihre Bauchstimme ihnen sagt. Die redet nicht in Monologen und Dialogen. Das ist die Kiste, die das tut. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Video. Das heißt, sie haben die identische Aura, ja, umarmend, deswegen Teddybär, ja, und sie haben die gleiche Strategie, also reagiere auf das Leben, hör auf proaktiv zu sein, sondern sei reaktiv als Generator, reagiere. Und was den Generator, zum Beispiel mein Sohn ist ein kleiner Generator und bei ihm geht es Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Erst A, dann B, dann C, dann E und so weiter. Das heißt, es ist so wie Level. Level 1 erreicht, okay, dann kommt man auf Level 2 und dann auf Level 3. Er ist ein Mensch, der sehr schriftweise alles lernt. Ich bin eher als manifestierender Generator ein Hüpfer. Ich mache Schritt 1, dann mache ich Schritt 5, dann mache ich Schritt 10 und dann mache ich Schritt 13. Und was die Gabe des reinen Generators ist Meisterschaft in einem Bereich, weil er eben Schritt für Schritt geht und bestimmte Schritte nicht weglässt. Und die Gabe eines MGs, eines manifestierenden Generators, was auch nicht bedeutet, dass wir besser manifestieren können, was da draußen behauptet wird. Jeder kann manifestieren durch seine Strategie und Autorität und durch sein individuelles Design. Das erkläre ich den Leuten auch in meinen Analysen. Weißt du, dann denken, oh, ich kann nicht manifestieren, denn dafür muss ich ein Manifestor oder ein MG sein. Das heißt, der manifestierende Generator hat, dadurch, dass er einen Motor mit der Kehle verbunden hat, hat er die Gabe, schneller ins Handeln zu kommen, effizienter zu sein. Ich liebe Effizienz. Und zum Beispiel meine Assistentin ist ein reiner Generator. Sie ist hier für Meisterschaft und sie hilft mir, wir unterstützen einander, sie hilft mir im Business, Meisterschaft zu erreichen, bestimmte Dinge zu erledigen, die ich vielleicht nicht mal sehe. Ja, alles hat seinen Platz. Wir sind effizienter, aber wir sind scheiß ungeduldig. Das heißt, unser Schatten als MG, am besten noch gestern und nicht heute, weil wir sehr, sehr ungeduldig sind und dadurch ist die Gefahr bei uns auch größer als beim reinen Generator, mehr proaktiv durch den Mind zu sein und nicht zu reagieren. Okay. Die Frage des Human Designs. Was ist der Unterschied zwischen Generator und MG? Und das eine ist noch weder besser noch schlechter als das andere. Es ist Perfektion. Jedes Design ist perfekt. Und es hat gedauert ein Weilchen, bis ich das auch bei meinem Design gesehen habe, weil ich so schmerzhaft konditioniert wurde und man mir so lange gesagt hat, was an mir denn alles verkehrt ist und wie ich mich doch ändern soll, wie ich mich mehr anpassen soll, damit man mich mehr liebt, wie ich mehr geben soll und was nicht alles, während man mich scheiße behandelt hat, ja, und respektlos behandelt hat, mich unterdrückt hat und manipuliert hat. Und das heißt, es war für mich so eine schöne Entdeckung, auch das Dekonditionieren von all dem Bullshit, den man mir übergestülpt hat, was denn angeblich alles mit mir nicht verkehrt ist, weil man von meiner Power auch bedroht war und es zwar sie gerne damit angegeben hat, oh wow, aber zugleich, ja, aber sei nicht zu stark, denk nicht für dich selbst, sei nicht du selbst. Ja. Und das heißt, ich konnte A, meine Power wieder entdecken und B, habe ich mit der Zeit gelernt, mein Design zu leben. Und wirklich, mein Design ist perfekt. Ich würde es knutschen, wenn ich es könnte. Ich liebe mich so sehr.
auch in dieser ganzen spirituellen Szene, ja, liebe dich selbst. Und dann setzt man sich hin und visualisiert irgendwas oder macht zigtausend Übungen, um sich doch endlich zu lieben und weiß nicht mal, was es bedeutet. Wenn du dich selbst nicht kennst, ist es schwierig, oder auch mit dir nicht in Kontakt bist, ist es schwierig, sich selbst zu lieben. Und indem du dich entdeckst durch deine Mechanik, durch Strategie und Autorität, egal übrigens, welcher Typ du bist, entdeckst du dich durch Strategie und Autorität und nimmst dich wahr und lernst dich kennen, dann fängst du mit der Zeit dich wirklich an zu lieben. Und dann bist du kein Magnet für toxische, missbräuchliche Menschen. Das ist regelrecht dein Schutzcape. Selbstliebe, aber Selbstliebe, die nicht manipuliert und vor allem der Spiritualität, wo im Namen der Liebe alle möglicher Bullshit und Missbrauch getrieben wird, sondern es ist wahrlich authentisch. Du bist du selbst, du liebst dich als du selbst und dir begegnet Liebe wahrhaftig von Menschen, die dich genauso wollen, wie du bist. Und das ist wunderschön, das ist Liebe, das ist Beziehung. Und nicht an einem rumgedoktert werden oder an einem anderen rumdoktern. Aber dann passt es nicht. Genau, das ist mein Wort zum Sonntag. Oder zum Tag, welcher Tag es auch immer ist, an dem du dir das anguckst. Ich hoffe, das hat mir Klarheit gebracht. Wenn du übrigens eine Kurzanalyse, eine individuelle von deinem Chart haben möchtest, wo wir deinen Typus bestimmen, ob du ein Split bist oder eine Einfachdefinition, dein Profil, deine Strategie und Autorität, was der Heilige Gral metaphorisch gesprochen im Human Design ist, das ist das Fundament, und deine Hauptstolpersteine, also deine offenen Zentren, wo potenziell dein Schatten und deine Konditionierung ihr Unwesen treiben, dann findest du hier irgendwo einen Link bei YouTube. Da gebe ich noch ein bisschen Informationen und hier unter diesem Link kannst du dir das auf der Webseite holen. Genau, ich hoffe, du hast das Video genossen. Es hat Erkenntnisse in deinem Leben dir gebracht und ich freue mich auf das nächste Video und wünsche dir bis dahin alles Liebe. Bye, bye. Concentrate. Ich bin halt Käse und sehr blass. Was soll ich sagen? Was bin ich noch blasser? Also, das heißt, Faden verloren.